Wir besuchen heute erneut die Familie Baumann in der Kleinstadt Harzgitter. Der Enkel Markus hat inzwischen sein neues Ladenkonzept nach dem Prinzip unverpackt umgesetzt. Die Waren haben überwiegend Bio-Qualität und sind vorzugsweise aus der Region. Das spart Transportwege und ist gut fürs Klima. Die Stammkundschaft hat das neue Konzept gut angenommen und auch Jüngere kommen jetzt gern einkaufen. Tim fragt Markus, ob er seine Bestellung auch online aufgeben kann. Da musst du noch etwas warten, aber wir sind schon in der Planung. Unser Online-Shop soll natürlich auch nachhaltig sein. Das ist ziemlich komplex und man muss alles gut durchdenken. Markus und die Auszubildende Sabrina haben einen weiteren Termin bei ihrer beratenden Agentur. Dort freut man sich, dass der Lieferservice mit der Hauskrankenpflege schon so gut klappt. Nun soll auch der Online-Shop für alle KundInnen in die Tat umgesetzt werden. Was aber ist für einen nachhaltigen Online-Shop zu beachten? Wichtig sind die Shop-Gestaltung, Sortimente, Verpackungen, der Lieferservice sowie die Zertifizierung und Bezahlung. Nun ist es soweit. Markus präsentiert seiner Familie das Konzept für den Online-Shop. Alle sind sehr gespannt. Großmutter Gisela ist besonders stolz, was ihr Enkel aus dem alten Laden gemacht hat. Zuerst seht ihr das Design für den Webshop. Wir folgen dem Grundsatz Design für alle. Schließlich soll der Shop auch für blinde Menschen oder für die vielen Älteren mit Sehschwäche nutzbar sein. Und unsere Webseite ist schlank und nachhaltig, weil sie nicht unzählige Bits beim Laden verbraucht. Lou fragt, wie man denn das Verpackungsproblem angehen will. Mit unserem Konzept Unverpackt haben wir schon ein Pfandsystem eingeführt. Das werden wir mit Transportbehältern erweitern. Das spart richtig Ressourcen. Denn Einweg war gestern. Die Sortimente kategorisieren und kennzeichnen wir. Zum Beispiel erkennt man nachhaltige Produkte an ihren Siegeln oder ihrer Herkunft. Alles soll transparent und übersichtlich sein. Eben nutzerfreundlich. Markus' Mutter fragt, wie er denn die Bezahlung abwickeln will. Da setzen wir auf die bewährten Anbieter. Und natürlich wird unser Shop auch zertifiziert, denn Vertrauen ist die beste Währung. Für den klimaneutralen Lieferservice im näheren Umkreis haben wir schon die E-Lastenräder und die Hauskrankenpflege gewonnen. Jetzt fehlt uns noch ein Partner für Touren in die Region. Die Familie ist begeistert. Vater Frank lädt seinen Sohn ein, ihn im Großhandel zu besuchen, denn er hat da eine Idee. Er zeigt seinem Sohn stolz den neuen E-Transporter und meint, wie es wäre, wenn er sich mit seinem Großhandel für Haus und Garten am Onlineshop beteiligen würde. Dann kann er auch die Touren in die Region übernehmen. Die Idee ist super. An eine Plattformlösung für unsere Genossenschaft habe ich auch schon gedacht. Denn das ist effizient und spart Kosten. Nun kann das Projekt starten und endlich können die KundInnen nicht nur im Laden einkaufen, sondern auch übers Netz bestellen. Tante Emmas Enkel, Giselas Enkel, hat allen Grund zur Freude. Gemeinsam werden sie noch jede Menge neue Serviceideen umsetzen. Das Infoblatt E-Commerce und viele weitere Anregungen zum Thema Nachhaltigkeit finden Sie über diesen QR-Code oder als Link in der Videobeschreibung. Schauen Sie sich doch auch das vorhergehende Video zum nachhaltigen Geschäftsmodell an.